1930 erschien Edward Bachs Aufsatz Einige fundamentale Überlegungen zu Krankheit und Heilung in der Zeitschrift Homeopathic World, etwa die Welt der Homöopathie. Darin beschrieb er zum ersten Mal eine blaue Blüte, die erst kurz zuvor vom englischen Botaniker Ernest Wilson auf einer seiner Expeditionen durch Ostasien entdeckt worden war. Eine seltene Blume, die in Tälern ab Höhen von 600 Metern vom Himalaya bis nach China zu finden ist. Wilson hatte das große Glück, von einer reichen Erbin gesponsert zu werden. Ihr Name war Ellen Wilmot. Die 200 Pfund, die er von ihr erhielt, das wären heute, ganz vorsichtig berechnet, gute 7.000 €. Die brachten ihn nach China und zurück und ermöglichten ihm einen langen Aufenthalt dort. Nach Abschluss der dritten seiner 4 Entdeckungsreisen schickte Wilson im Jahr 1908 seiner Gönnerin ein paar Samen einer der von ihm entdeckten Blumen. Ellen Wilmot, der englischen Gärtnerin und Unterstützerin seiner Forschung, gelang es, die ersten beiden Pflanzen außerhalb Asiens in ihrem Garten zu ziehen. Sie war es, deren Name der blauen Blume gegeben wurde, Ceratostigma wilmotiana, kurz Cerato oder auf Deutsch Bleiwurz. Der Name Ceratostigma stammt aus dem Griechischen. Cerato bedeutet Horn und Stigma steht für Narbe. Der Name könnte sich mit sehr viel Wohlwollen auf die Form der Blüten beziehen, die als hornförmig oder narbenartig interpretiert wurden, von wem auch immer. Der deutsche Name Bleiwurz basiert auf der Vermutung, dass ihre Wurzeln bleihaltig seien. Das kommt der Wahrheit ähnlich nahe wie die Beschreibung der Blüten als hornförmig. Ellen Wilmot war es auch, die ihrer Freundin, der bekannten Landschaftsgärtnerin Gertrude Jekyll, die Pflanze weitergab. Diese war in Overstrand, einem Fleckchen nahe der Ortschaft namens Cromer, mit der Anlage eines besonderen Gartens beschäftigt, als 1930 so ein seltsamer Aussteiger von Doktor aus London vorbeispaziert kam, der nach Heilung der Seele suchte und die Heilkraft dieser Pflanze unmittelbar erkannte. Die Überschrift über dem entsprechenden Abschnitt in dem erwähnten, kurz danach erschienenen Aufsatz Edward Bachs lautete »Der Narr«. An anderer Stelle nannte er die Cerato-Persönlichkeit einen Clown. Unsicherheit, Ablenkbarkeit und mangelndes Urteilsvermögen erkannte Bach bereits zu diesem Zeitpunkt als charakteristische Merkmale einer Person, die mit Hilfe Ceratos zur eigenen Mitte und Kraft zurückfinden kann. Andererseits schreibt er der Blüte damals auch noch Eigenschaften zu, die später aus dem Bild verschwinden, wie Konservativismus und Kleinlichkeit. 1933 lautet die Überschrift des entsprechenden Abschnitts seines Büchleins Die 12 Heiler, Selbstzweifel. Cerato zählt zu den großen Mitteln des Bachblütensystems, das im Laufe der Zeit bekanntermaßen von 12 auf 38 Blütenmittel erweitert wurde. C.G. Jung, der vermutlich keine Ahnung von der Bedeutung dieser Blüte hatte, sagte, ein Weg ist nur dann ein Weg, wenn man ihn selbst findet und geht, und beschrieb damit das Dilemma des Cerato-Typus ziemlich genau zur gleichen Zeit, als Edward Bach die Blüte fand. Inzwischen gilt als gesichert, dass Cerato sich für diejenigen eignet, die kein oder nur wenig Vertrauen in die eigene Meinung haben und den eigenen Weg eben nicht finden. Für Bach war der typische Kandidat für Cerato also ein Narr. Später milderte er sein Urteil ab, indem er ihn nur noch als töricht bezeichnete. Töricht ist seiner Meinung nach jemand, der Wahrheit besitzt, sie aber nicht nutzt. Cerato könnte demnach ein guter Lehrer sein, würde er nur sein inneres Wissen in Anspruch nehmen. In Tibet gilt Cerato gar als Blüte der Weisheit. Kurz und knapp beschreibt Edward Bach die Blüte so: Für jene, die nicht genügend Selbstvertrauen haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie fragen dauernd andere um Rat und sind dann oftmals
falsch beraten. Eine Fortentwicklung von Bachs Perspektive, die im Laufe der Jahre deutlich wird, ist die Hinwendung zu Problemen der menschlichen Entwicklung. Er bewegt sich immer weiter weg von der Fokussierung auf Persönlichkeitstypen, wie er sie aus der Homöopathie kannte. Werfen wir einen genaueren Blick auf eine Blüte wie Cerato, wird schnell klar, wie richtig er damit lag. Denn glaubt wirklich irgendjemand, dass ein bestimmter Menschenschlag als Zweifler, stärker noch Selbstzweifler geboren wird? Gibt es Babys, die nach Rat suchen, ob sie gerade schreien dürfen? Zweifel sind aber auf jeden Fall zunächst einmal etwas Gutes. Jemand, der nie an sich selbst, der eigenen Meinung und Entscheidung zweifelt, ist im besseren Falle ein Starrkopf, im schlechteren ein Demagoge. Eins aber ist er gewiss nicht: flexibel und anpassungsfähig. Bei Cerato jedoch verläuft die Entwicklung in eine sich selbst blockierende Richtung. Man zweifelt alles immer stärker an, besonders sich selbst. Niemand wird so geboren. Man entwickelt sich erst zum Zweifler. Wenn man es seinen Eltern nie recht machen kann beispielsweise. Egal was man tut, es ist nicht gut genug, irgendwie verkehrt oder gar total vermasselt. Manche Eltern verhalten sich, bewusst oder nicht, als sei die oberste Regel: Du wirst nur akzeptiert, wenn du dich so verhältst, wie ich das will. Kleinkinder haben dann keine Wahl. Sie müssen ihre Authentizität unterdrücken, um die lebenserhaltende Beziehung aufrechtzuerhalten. Wer solch Feedback zu häufig zu hören bekommt, der beginnt, es für bare Münze zu nehmen. Er misstraut den eigenen Fähigkeiten und Ansichten und verlernt, was es heißt, authentisch zu sein. Je öfter man mit negativer Rückmeldung konfrontiert wird, zum Beispiel weil die Klassenarbeit als befriedigend statt des Erwarteten sehr gut bewertet wurde, desto tiefer die Verunsicherung. Man verlässt sich lieber auf andere als auf sich selbst. Und je öfter dies Verhaltensmuster abgerufen wird, desto tiefer schleift es sich ein und wird zu einer Gewohnheit. Da kann man schon mal auf die Idee kommen, die falschen Ergebnisse seines Sitznachbarns abzuschreiben, weil man seinen eigenen richtigen nicht traut. Am Ende der Entwicklung könnte der außenstehende Betrachter auf die Idee kommen, der oder die ist eben so, ein Cerato-Typ halt. Diese Etikettierung wiederum schränkt die persönliche Entfaltung noch weiter ein. Wenn man halt so ist, was soll man da schon machen? Es ist nicht einfach, Schubladen von innen zu öffnen. Wer kann schon seine Augenfarbe ändern? Was soll dann eine Blütenessenz nutzen? Deren Einsatz ist doch nur sinnvoll, wenn eine Änderung zum Positiven möglich ist. Die Abkehr von den Konstitutionstypen scheint unausweichlich. Hat man sich erst einmal in die für Cerato typische Richtung entwickelt, treffen zwei unglückliche Faktoren zusammen, die einen in einen Loop bringen, in dem man sich im Kreis dreht und ausbrechen unendlich schwierig wird. Zwei Dinge sind typisch. Zum einen filtert man das meiste, wenn nicht alles positive Feedback aus. Man hört es gar nicht. Man hat gelernt, dass alles, was man tut, ohnehin falsch ist. Sollte da jemand etwas anderes behaupten, muss er sich ja irren. Zum anderen, man misstraut den eigenen Fähigkeiten und Ansichten. Der Selbstzweifel, der sitzt so tief, dass man die Neigung, bei jeder anstehenden Entscheidung andere um Rat fragen zu müssen, für vollkommen natürlich hält, weshalb sie anderen sehr wohl auffällt, nur einem selbst eben nicht. Diese Neigung zu hinterfragen ist kaum möglich, denn was auch immer sie zutage fördern könnte, es würde ja doch sogleich wieder angezweifelt. Erschwerend hinzu kommt, dass selbst erteilte Ratschläge nicht angenommen werden, egal ob sie hilfreich sind oder nicht. Selbst der Rat der Weisen müsste ja durch eine eigene Entscheidung erst umgesetzt werden, um zur Wirkung zu kommen. Bis dahin sind es ja nur Worte. Doch sobald man sagt, okay, die Weisen haben empfohlen, ich solle abnehmen
oder mich um eine Stelle bewerben oder mich mit meinem Erzfeind versöhnen, das mache ich jetzt, erscheint der Selbstzweifel wie ein innerer Springteufel und erklärt, dass das vielleicht doch nicht so ganz das Richtige sei. Das Problem liegt nicht im Außen, sondern in einem selbst. Was würdest du an meiner Stelle tun, ist eine von Serato-Menschen oft gehörte hypothetische Frage, die nirgendwo hinführt. Richtig gestellt müsste sie lauten: Was würde ich an meiner Stelle tun, wenn ich nicht dauernd an mir selbst so zweifelte? Als Berater, Beraterin muss man dann manchmal etwas tun, was einem selbst nicht so schmeckt. Etwas vorschreiben oder sagen wir es milder, etwas verschreiben, nämlich Serato. Man nimmt dem Klienten die Entscheidung ab. Erinnern wir uns, Serato-Menschen werfen ihre oft leichthin getroffenen Entscheidungen wieder um, sind wechselhaft, schwach, hilflos und machen sich selbst zum Spielball anderer und des Schicksals. Sie erkennen nicht, dass immer jemand eine Entscheidung trifft. Wenn sie selbst das nicht tun, dann tut es eben ein anderer und dessen Entscheidung muss nicht notwendigerweise zum Besten von Serato ausfallen. Mit anderen Worten, Serato nimmt sein Leben nicht in die Hand. Aus Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, trifft er am Ende gar keine. Man stagniert und ist am Ende der persönlichen Entwicklung angekommen, wenn man nichts dagegen tut. Serato ist übrigens die einzige Bachblüte, bei der intuitive Auswahlmethoden nicht funktionieren, ja gar nicht funktionieren können, weil die Intuition des oder der Betreffenden ja nicht zugänglich ist. Also ist die Verschreibung manchmal das einzige Mittel, das man hat, auch wenn man sonst immer danach strebt, dass der Klient, die Klientin selbst dahinter kommt, was sie stärken könnte. Tagebuch führen wäre dabei hilfreich und eine passende Hausaufgabe, um eine gewisse Stabilität herbeizuführen und den Prozess der Erforschung, was will ich eigentlich, zu fördern. Man sollte dabei nicht allzu lange nachdenken, sondern zu einem festgesetzten Zeitpunkt täglich einfach aufschreiben, was man an diesem Tag gut gemacht hat, was einem gelungen ist, worin man sich sicher ist. Es muss deutlich werden, dass es sehr wohl ein wahres Ich gibt, das man befragen kann. Den Weg zur Arbeit, den man täglich nimmt, wie man die Kaffeemaschine bedient und in welchem Fach die Handtücher zu finden sind, das weiß man zweifelsfrei. Für den Weg durchs Leben, das Führen erfolgreicher Beziehungen und das Herbeiführen von Ruhe und Entspannung, soll das nicht gelten? Ein weiterer Schritt, den man unternehmen könnte, den viele jedoch für zu mühsam halten, besonders wenn sie schon Zweifler sind, ist die Meditation. Wenn man seiner inneren Stimme schon nicht trauen kann, warum ihr dann zuhören? Meditation ist aber die Übung innerer Stille. Wenn man innerlich schweigen kann, wird sich auch der innere Zweifler beruhigen. Aus der Tiefe des Seins kann das Gefühl der Einheit entstehen. Es gibt dann keine Zerrissenheit mehr, es gibt kein nicht gut genug mehr. Es entsteht vielleicht zum überhaupt allerersten Mal die Erfahrung inneren Friedens. Das macht die Essenz der Lotusblüte zu einem idealen Partner für Serato. Bleiwurz hilft, der inneren Stimme Vertrauen zu lernen, den roten Faden im Leben zu finden, sich orientieren und entscheiden zu lernen. Lotus lässt Frieden schließen, auch und gerade mit den Selbstzweifeln. Zweifel ist an sich ja nichts Schlechtes. Wenn die innere Stimme einem sagt, tu das nicht, wenn man gerade im Begriff ist, die falsche Ausfahrt zu nehmen, kann das die eigene Entscheidung überdenken und vielleicht ändern lassen, ohne sich deswegen selbst verurteilen zu müssen. Lotus lässt zuhören, auch nach innen. Man kann dem folgen, was man da vernimmt, oder es lassen. Wenn man nicht urteilt,
erfährt man die Freiheit, die einem im Serato-Zustand nicht zur Verfügung steht. Und wenn man das einmal erlebt hat, findet man vielleicht nach einer Weile doch noch Interesse an der Meditation. Muss aber nicht. Wenn man in seiner Entscheidung frei ist, dann kann man ohne Selbstzweifel und Selbstverurteilung Nein, danke sagen.